Moin Leute und damit herzlich willkommen in einer neuen Folge. Heute wieder Thema Direktsaat. Wir haben wieder eine andere Drillmaschine zum Testen da. Wir haben heute eine Horsch Avatar und wir haben heute Kai hier und Kai erzählt uns ein bisschen was zu der Horsch Avatar, was sie kann, was sie eventuell nicht kann und dann legen wir mal los. Genau, hallo zusammen auch von meiner Seite. Wir stehen heute hier vor einer Avatar 6.16 SD. Ich denke 6 Meter, also das erste 6 steht für 6 Meter, das 16 für den Reihenabstand von 16,7 Zentimetern. Mit unserem Single Disc Säschar, deswegen SD, wo wir eben sagen, das Schar, die Maschine wurde dafür konzipiert, in der Direktsaat zu drillen, dass wir jetzt hier im Stoppel direkt Zwischenfrüchte reindrillen können, wo wir eben auch später nach der Zwischenfruchtaussaat, wenn die aufgelaufen ist, auch wieder die nächste Hauptkultur direkt reindrillen könnten. Die Maschine ist sehr, sehr flexibel. Wir können sowohl in der Direktsaat mit der Maschine arbeiten, als auch in der Mulchsaat. Geht eigentlich ganz einfach. Wir haben hinten eine sehr breite Fahrwerksbereifung, wo wir eben auch Gewicht von der Maschine übertragen können. Ansonsten in der Direktsaat läuft das Hauptgewicht eben auf den Scharen, dass wir das Fahrwerk komplett ausheben können, um eben so viel Gewicht wie möglich auf die Schare zu bringen, um direkt in den Boden reinzukommen. Ich denke heute hier relativ leichter Boden, recht feuchte Bedingungen. Wenn es jetzt hier sehr, sehr trocken wäre, sehr, sehr schwerer Boden wäre, bräuchten wir definitiv viel mehr Schardruck, um die Maschine reinzukriegen. Genau, aber sag uns doch noch mal ein paar Eckdaten. Der Tank sieht schon sehr, sehr groß aus. Wie viele Liter gehen da rein? Der Tank hat 5000 Liter, ist ein Doppeltank mit der Aufteilung 60-40. Wir haben jetzt hinten noch eine Mini-Drill mit verbaut, dass wir eben noch 400 Liter zusätzliches Volumen mitführen können. Also insgesamt 5400 Liter, 3 Komponenten. Und ich denke, hier ist immer wieder die Frage, warum 3 Komponenten? Was sind da die Vorteile? Ich denke, wie jetzt in der Zwischenfruchtaussaat könnte man zum Beispiel sagen, ich habe meine grobkörnigen Leguminosen in einem Tank, meine Normalsaaten und meine Feinsämereien in der Mini-Drill, dass ich eben diese separat dosieren kann. Und eben der Vorteil von dieser Maschine hier ist, wir kennen 2 Türme ja normal von Halbseitenabschaltung. Ein Turm für rechts, ein Turm für links. Hier haben wir jetzt einen Turm für die vordere Scharreihe, einen Turm für die hintere Scharreihe. So können wir zum Beispiel vorne flach unsere Feinsämereien drillen und hinten tief unsere grobkörnigen Leguminosen, eine Ackerbohne. Weil ich immer das Thema, wenn ich jetzt eine Feinsämerei habe und irgendwas Größeres, wie entscheide ich, was ist der optimale Sähorizont? Ich muss meistens einen Kompromiss eingehen, irgendwo 2-3 Zentimeter, für beide Kulturen nicht immer optimal. Dass wir das eben aufteilen können, gibt es diese Option oder eben diese Variante. Genau. Was aber auch aktuell so ein bisschen Trend wird, und da experimentieren viele rum, sind tatsächlich Mischkulturen. Genau. Das heißt, wir können eine Reihe oder vorne sagen, wir fahren Leguminosen, hinter eine Hafer oder eine Sommergerste, die das Ganze dann in Gemenge fahren. Und da, wie du schon sagst, wir können da beide Welten so ein bisschen beieinander bringen, den Hafer auf 2 cm legen und die Leguminose auf 5 cm. Genau. Aber wir haben vorhin auch schon ein bisschen drüber gesprochen, über die Möglichkeiten, wenn wir mit Dünger fahren. Du hast gesagt, wir können das auch tatsächlich einfach mit einmischen in den Strom und können das sozusagen gemischt fahren, oder? Genau. Ich habe immer die Variante, wenn wir uns das mal kurz hier anschauen, am besten eine Mini-Drill, kann schon vorne hinlaufen, dass ich eben sage, ich habe hier, oder ich glaube von vorne siehst du es besser? Ja. Ich habe an jedem Dosiergerät eben hier diese Einstellmöglichkeit unten von der Klappe, dass ich eben sage, wie jetzt hier möchte ich den Tank nutzen, auf beide Türme 50-50 die Komponenten auszubringen. Kann aber auch sagen, zum Beispiel in Kombination mit Dünger, 70% lege ich links ab, 30% rechts. In dem Fall eben 70% vorne, 30% hinten oder umgekehrt. Hier sind wir komplett flexibel, weil wir eben auch hier gelernt haben, dass es für jeden Anwendungsfall verschiedene Varianten gibt. Oder im schlimmsten Fall habe ich mal im ersten Tank das eigentlich, was ich im zweiten Tank einfüllen wollte. Bevor ich den Tank aber leer mache, stecke ich halt hier die Dinger kurz um und kann dann eben so meine Reihe wieder richtig zuordnen. Genau, das erschließt uns völlig neue Möglichkeiten. Damit können wir sozusagen auch bei den Leguminosen, und wenn wir da Hafer in einer Reihe reinpacken, auch sagen, wir geben dem Dünger, tatsächlich den Stickstoffdünger, nur den Hafer als Unterfuß oder mit bei, sodass wir die Leguminosen da trotzdem reizen, weiter die Knöllchenbakterien zu fördern. Ne? Genau. Genau. Und ich habe vorhin schon eine ganz interessante Frage gestellt, die ist aber sehr, sehr komplex. Und ich habe auch gefragt, inwieweit ich pro Dosierer eine eigene Applikationskarte hinterlegen kann. Und wie war die Antwort? Ja. Ja, genau. Definitiv ja. Weil es gibt natürlich auch die Möglichkeit, und auch da machen sich einige Landwirte Gedanken, dass ich zum Beispiel Applikationskarte anhand der Flächen erstelle. Zum Beispiel auf Sandkuppen baue ich eine Sorte an, die extrem Trockenheitsresistenz ist, aber nicht so krass im Ertrag. Und auf den guten Zonen kann ich guten Weizen meinetwegen hinstellen und dann kann ich das je nach Dosierer so ein bisschen variieren.
Das eröffnet einen natürlich völlig neue Möglichkeiten, solche Maschinen, ne? Genau, das ist immer das Thema, je nachdem, was habe ich für einen Terminal, für einen Traktor, dass Kompatibilität ist. Aber unsere Maschinen sind da auf allen 3 Tanks oder Booms fähig, mit Applikationskarte zu arbeiten oder eben mit Section Control, Variable Rate, was da eben momentan oder mittlerweile gang und gäbe ist. Mhm. Gucken wir noch mal genauer zum Char. Da haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Erklär noch ein bisschen die Philosophie. Warum stellt ihr das schräg? Warum hat das so ein bisschen Untergriff? Genau. Sag mal ein bisschen was. Unser Single-Disc-Char verbauen wir von 3 bis 18 Meter bei allen Maschinen genau gleich. Mit eben mit der Gummipufferanbindung vorne mit dem Gussarm, dass wir eben hier hohe Chardrücke und eine lange Haltbarkeit garantieren können. Wir haben jedes Char eben unsere Single-Disc-Scheibe, die hat 6 Grad Seitenneigung, 3 Grad Untergriff, dass wir den Boden ein bisschen seitlich einschneiden und das Korn eben unter der Oberfläche etwas ablegen, dass wir den Hairpinning-Effekt vermeiden, dass wenn ich sehr viel Organik oben habe, ich die nicht immer unten eindrücke, sondern das seitlich ein bisschen vorbeigeht, ein wenig räumt und ich eben eine gute Kapillarität zum Boden herstelle. Mhm. Und dann haben wir eben hinter der Scheibe entweder unsere Fangrolle oder ein Uniformer, wo das Saatgut eben nochmal andrückt, nochmal etwas fixiert. Und zum Schluss unsere Schließrolle, da gibt es auch verschiedene Varianten, je nach Boden, je nach Bedingungen, dass ich eben hinten meinen Säschlitz wieder schließe, wie jetzt hier die Fingerrolle, dass ich auf mittleren bis schweren Böden vor allem mit diesen Zähnen nochmal Feinerde produziere und hinten einen guten Bodenschluss hinbekomme. Das Ganze ist, recht einfach zum Einstellen. Die Sätiefe kann ich werkzeuglos über den Stecker hier verstellen, dass ich zum Beispiel auch in der Traktorspur, wie wir es gemacht haben, etwas tiefer einstellen, um die gleiche Ablagetiefe einzuhalten. Dann den Druck der Schließrolle kann ich hier über diesen Hebel machen. Das Einzige, wo ich eben Werkzeug brauche, ist den Winkel von der Schließrolle, dass ich hier eben möglichst gut meinen Säschlitz schließe. Wo wir vorhin auch gesehen haben, braucht man kurz eine halbe Stunde, Viertelstunde, halbe Stunde, je nachdem. Ja, ich würde sagen, war es nicht mal. War es vielleicht 6, 7 Minuten, würde ich fast sagen. Also eine halbe Stunde würde ich gar nicht sagen. Das hat es nicht gedauert. Also wir haben einmal die Andruckrollen hinten einmal verstellt, dass sie wirklich nur die Erde seitlich reindrücken und nicht da in dem Char laufen. Und da machen die wirklich auch einen guten Job. Also wenn wir uns das jetzt hier mal das Ergebnis hinterher angucken, dann sieht das sehr, sehr gut aus. Wir sind jetzt hier 8 km/h gefahren. Wir sind hier 9 km/h gefahren. Und von daher haben wir ganz kaum bzw. wenig einen Till-Effekt, ne? Würde ich jetzt schon sagen. Und da muss man auch sagen, ich sag mal, zwischen flacher Aussaat und tiefer Aussaat muss ich die mal im Winkel verstellen oder wenn ich extrem wechselnde Böden hätte. Aber ansonsten ist das Char sehr, sehr einfach einzustellen. Ich denke auch hier, Einzeltiefenführung hat den Vorteil der präziseren Saatgutablage. Ich muss halt ein kleines bisschen mehr einstellen als vergleichsweise jetzt bei deiner Tiger-Drille oder bei einer normalen Pronto. Aber ich denke, dieser kleine Mehraufwand ist hier mehr als gerechtfertigt. Genau. Also wir haben hier wirklich den Vorteil für die Leute, die sich weniger auskennen, dass jede Scharreihe, jede Saatreihe einzeln geführt wird von der Tiefe. Und das eröffnet völlig neue Möglichkeiten, wenn der Boden mal ganz marginal uneben ist. Gut, hier ist er relativ eben, aber doch, wenn man mal tiefe Spuren hat oder so, geht jede Reihe wirklich da hinterher und packt überall ein Saatkorn vernünftig hin. Wir haben vorhin noch über eine Neuheit gesprochen, die diese Variante schon verbaut hat. Du genau, noch über die gucken wir uns auf der anderen Seite an. Die gucken wir uns auf der anderen Seite an. Dann sehen wir es ein bisschen schöner, weil das in der hinteren Reihe verbaut. Und zwar unser Autoforce-System. Bei der Maschine können wir den Chardruck wird der Chardruck über das Steuergerät gesteuert. Wir können im Terminal ganz einfach unseren Chardruck verändern in Prozentschritten, 10%, 5%, können auch hier die Delta-Steps individuell anpassen. Aber wir haben natürlich immer das Thema, jetzt habe ich hier leichten Boden, da hinten vielleicht ein bisschen schweren Boden. Müsst ihr meinen Chardruck immer in der Kabine hochdrücken, runterdrücken, habt nicht immer das optimale Gefühl dabei, vergesst mal was, dann telefoniert jemand nebenher, wie auch immer. Deswegen unser Autoforce-System, dass wir eben hier, bekannt wurde es ja von der Maestro, jetzt auch bei der Avatar-Baureihe eine automatische Chardruckregelung haben. Sprich, wir haben hier einen Sensor verbaut am Tiefenführungsrad, der eben den Gegendruck misst und so eben den Chardruck automatisch anpassen, optimieren kann, dass ich eben auf dem schweren Boden ein bisschen mehr Chardruck habe, auf dem leichten Boden ein bisschen weniger, dass eben hier immer meine Sätiefe optimal eingehalten wird. Genau. Und da würde ich sagen, das gucken wir uns mal aus der Kabine an, wie wir uns das einstellen, wie wir fahren, wie er sich eventuell selber anpasst, ne, welche Infos er gibt. Und würde ich sagen, erstmal vielen Dank für draußen, für die Erklärung von draußen. Sehr gerne. So, wir sind jetzt in der Kabine angekommen und im Groben erkennt man schon das klassische Horsch-Bedienfeld. Also viele Zuschauer von mir kennen das ja auch mit der Tiger-Drill. Das sieht schon ähnlich aus, aber wir haben doch schon ein bisschen mehr Funktionen hier, ne? Genau, wir haben jetzt oben die 3 Tanks, die eben angezeigt werden, von links nach rechts weiterführend. Dann ganz oben die Fahrgasse, die wir kurz auskonfigurieren. Wir haben ja keine Fahrgassen drillen.
wo gleich ein Stoppkran noch Vorgewände sind. Oder so, genau. Und dann unten Gebläsedrehzahl, wie viel Prozent wir drillen, dass wir eben auch hier jetzt manuell rechts einen Delta-Step erhöhen könnten. Wir sagen, da vorne kommt eine Tonkuppe, da möchten wir 10% mehr drillen oder 10% weniger. Ja. Können wir das rechts und links über die Plus- und Minus-Taste handhaben. Unten sehen wir noch, wie viel am Dosiergerät wirklich ausgebracht wird und die Umdrehungen vom Dosierer, dass es alles im grünen Bereich ist und sonst würde eben ja irgendwann eine Fehlermeldung anzeigen. Genau. Jetzt haben wir schon über das Autoforce-System gesprochen. Sehen wir jetzt schon irgendwo? Genau, wir sehen einmal hier oben, wo das Säscher abgebildet ist mit den 25 Kilogramm, wie wir es eingestellt haben. Solange es im grünen Bereich ist, funktioniert oder läuft es, regelt nicht nach. Wenn es gelb oder rot wird, würde es eben dann dementsprechend arbeiten. Wir sehen es auch hinten, wenn wir rausschauen aus der Kabine, an dem unteren rechten Manometer. Links ist der Aufkleber für Schardruck, wo man, wenn man das Manometer länger beobachtet, eben auch sieht, wie es eben etwas nach oben oder unten regelt. Jetzt geht es gerade nach oben, wo es eben ein bisschen mehr Schardruck dann eben aufbringt. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel auf die oben gerade auf das Säschart drückst mit den 25 Kilo. Ja, hier. Genau. Da ist im Prinzip die Range, wo man nochmal sieht, wie es eben dann mitarbeiten kann. Wo ich auch dann rechts, wenn ich auf das dritte Symbol von oben drücke, wo so ein bisschen wie Lautstärke ausschaut, sage, jetzt würde er noch mehr Schardruck geben. Jetzt wäre so bei 50 Kilogramm, wo ich eben hier die verschiedenen Schritte einstellen kann. Ja. Unten rechts, wo die drei Balken sind mit dem Schraubenschlüssel, kann ich eben dann auch einstellen, in welchen Bereichen ich arbeiten möchte. Zum Beispiel jetzt hier die 10, 25 oder 50 Kilo, wo ich auch hier die Werte ganz einfach ändern könnte. Mhm. Alles klar, also man kann sich im Prinzip so eine kleine Maske vorbedienen und die schaltet man dann einfach bloß durch. Genau. Ja, ansonsten glaube ich, der ganze Rest ist so ein bisschen bekannt. Das ist mir ein bisschen neu. Das sind die Spurenreißer. Ah, das sind die Spurenreißer. Genau, Spurenreißer, Klappen. Genau. Oben rechts Abdrehmenü, genau. Schraubenschlüssel, um Komponenten einzustellen. Da gehen wir vielleicht gleich mal kurz drauf und können auf den Schraubenschlüssel und machen kurz die Fahrgassen aus. Das ist das dritte Symbol von oben, um einfach hier die zweimal grün auf die zwei grünen Positionen drücken. Genau, dann sind sie ausgeschaltet. Aha. Also auch hier alles so einfach wie möglich gehalten, damit man sich zurechtfindet. Genau, wir haben vorhin, du hast gerade noch davon gesprochen, ihr könnt auf den letzten Tank noch ein bisschen was anderes bauen, also auf diese Feinsämereien-Tank, was könnt ihr da genau? Die Mini-Drill gibt es zwei Optionen, einmal die G&F-Variante, dass wir im Prinzip in Saatstrom applizieren, Gradient Fertilizer, also Saatgut und Dünger in der Vergangenheit, oder eben die autarke Mini-Drill-Variante mit einem eigenen Gebläse, eigenen Verteilerturm. Dann haben wir an der letzten Säreihe Prallteller auf einem Abstand, ich glaube von auch, was sind das dann, 33 cm grob zwischen jedem zweiten Schab, um eben noch eine Untersaat oder Schneckenkorn oder Mikrogranulat einfach oberflächlich aufzustreuen, dass wir eben hier noch einen weiteren Ablagehorizont ermöglichen können. Okay. Würde das auch gehen, dass ich einen eigenen Verteilerkopf habe? Meinetwegen, ich kann hin und her wechseln zwischen Schneckenkopf, Schneckenkorn, breit verteilen und doch in den Saatstrom geben? Das geht leider nicht. Das geht leider nicht. Alles klar. Also man muss sich schon entscheiden, ob breit verteilen oben drauf oder doch in den Saatstrom rein. Genau. Okay, gut. Dann fahren wir mal hier ein paar Bahnen und dann hole ich euch nachher wieder dazu. So ein Punkt, den ich gerade noch angesprochen habe, der eventuell wichtig zum Erzählen ist, ist dieser 25 Kilogramm Druck. Also viele werden ja jetzt denken, Mensch, andere Maschinen schaffen ja 200 Kilo. Was hat das auf sich mit den 25 Kilo? Genau, wir haben ja an der Maschine eine Auslösekraft von irgendwo 350 Kilogramm pro Scharkörper. Heißt, wenn die Maschine komplett gefüllt ist mit Zusatzgewichten, können wir so viel Druck aufbringen, bis die Schare anfangen auszuheben. Wir haben aber auch gelernt, dass wir normalerweise irgendwo zwischen 180 bis 280 Kilogramm, das ist so die Range, was die Maschine braucht, um optimal im Boden reinzukommen. Und da ist eben so, wenn ich jetzt vom normalen Schardruck ausgehe, der prozentual angezeigt werden würde, würde ich irgendwo bei 50% anfangen, dann nach oben, unten etwas spielen, bis der Schardruck optimal passt. Beim Autoforce-System wird der Schardruck nicht an der Sechsscheibe unten gemessen, oder wo wir es uns im Prinzip immer vorstellen, sondern eben am Tiefenführungsrad. Und da ist es ja eben so, dass man eben schauen muss, wie viel Druck oder wie viel Gewicht habe ich auf dem Tiefenführungsrad und wie viel an der Sechsscheibe. Weil die Sechsscheibe ist ja das Bauteil, was in den Boden einschneidet, was in die Tiefe kommen muss. Und das Tiefenführungsrad ist, was an der Oberfläche im Prinzip entlang läuft, die Sätiefe mit definiert. Und da sitzt eben auch der Sensor. Und da ist eben das Thema, dass man eben hier einen anderen Weg gewählt hat, wie jetzt mit Anzeige 10, 25, 50 Kilogramm, wo wir sagen, so viel Druck habe ich im Prinzip oben an der Tiefenführungsrolle und der Rest wird dann eben nach unten übertragen. Da gibt es so verschiedene, ich nenne es mal, Wege, wie man das
berechnen könnte, aber man grob sagen kann, irgendwo vielleicht so 70–80% von dem ganzen Druck geht auf die Single-Disc-Session, der Rest an die Teamführungsrolle und deswegen kommen wir eben hier auf diese 3 Werte. Mhm. Also ihr könnt trotzdem auch hohe Drücke, das ist bloß im Prinzip woanders ein gemessener Wert. Genau. Ich denke auch, wenn wir hier sehen, wir haben ja vorhin auch mit verschiedenen Werten probiert beim Einstellen. Das Scheibenschar kommt optimal rein und das System regelt ja auch nach oben, nach unten, dass eben die sehr tief eingehalten wird. Ja. Und dann sind wir natürlich aufs Ergebnis gespannt, wie das letztendlich aussieht nach dem Feldaufgang. Das gucken wir uns ja genau in der AKF an. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal ein paar Drohnenaufnahmen. So, kleine Mittagspause gemacht und dann fahren wir noch mal wieder los. Drehen hier noch ein paar Bahnen. Ich weiß gar nicht, wie viel Saatgut ich habe. Dank euch habe ich ja relativ wenig, weil ich habe meine Zwischenfruchtmischung letztens online angeboten und ja, meine Mengen, die ich da hatte, habt ihr dann bestellt. Vielen Dank dafür und nach wie vor könnt ihr die immer noch online kaufen. Ich habe nachgeordert, sodass wir da weiter liefern können. Sprechen wir noch ein bisschen über den Schlepper, den wir hier haben. Wir haben hier einen 7R davor, 270 PS, also 7R 270 und bin den ja schon mal gefahren, aber ich glaube, das ist hier eine Generation neuer, als den ich gefahren bin. Autotrag muss man einschalten. Schön leise, ich mag die große Kabine hier von dem Schlepper, das ist wirklich schön gemacht. So, dann drücken wir mal hier rauf. Und Tempomat rein. Auch den Command Pro. Achso, soll Maschine einschalten. Auch den Command Pro finde ich ja schön. Den finde ich super funktionell. Nach wie vor. Man kann einfach super viel hier drauflegen. Hat eine schöne Bedienung, was ich auch ganz schön finde. Weil wir können das als Hybrid fahren. Wir können nicht nur über das Fahrpedal jetzt schneller oder langsamer werden, sondern ich kann auch jederzeit hier einfach einmal am Joystick tippen, dann hält er die Geschwindigkeit, kann langsamer werden, kann den Tempomat wieder reinfahren. Also bin da wirklich super flexibel und kann da relativ viel dran rumstellen. Mag ich ganz gerne. Mir gefällt auch sowieso die Übersicht vom John Deere, diese längliche Nase. Man sieht halt relativ viel noch von seinem Schlepper, von seinem Gerät, sieht die Räder vernünftig. Schöne Sache. Und positiv muss ich auch anmerken, da war ein dicker Unterirdischer. Positiv muss ich auch anmerken, die Anbringung dieses Bildschirms finde ich schön gelöst. Ja, das ist natürlich wahrscheinlich erstmal provisorisch fix reingebaut. Wahrscheinlich gestern die Maschine fertig gemacht, weil die heute mit zur Vorführung fährt. Da kann man natürlich ein bisschen besser verlegen. Aber an sich, wenn man so guckt, ja gut, jetzt in meiner Sitzposition schneidet der Bildschirm genau mit dem Spiegel ab. Das ist schön gelöst. Aber wenn ich jetzt nur ein bisschen weiter vor mit dem Kopf gehe, Moment, das entspricht ungefähr meinem Blick, gerade wenn ich so relativ normal sitze,
dann ist der natürlich ein bisschen im Weg. Ne? Wenn er noch Mühe weiter nach vorne könnte und genau vielleicht gerade hinter der Säule in der Mitte, wäre er noch perfekter angebracht. Ansonsten gibt es ja auch die Anbringung hier unten in der Ecke, wobei ich die fast ein bisschen schöner finde. Wir können uns auf jeden Fall auch nochmal den Verbrauch angucken. Wir haben den heute schon einmal ein bisschen begutachtet und der liegt jetzt hier bei 3,8 Liter auf dem Hektar im Durchschnitt und 2,9 Liter verbrauchen wir hier aktuell. Also diese 300 PS, die hat hier 270 PS Nennleistung, sind ja sicherlich irgendwo 300 PS Maximalkraft, die da haben wird. Die sind natürlich bei weitem nicht gefordert bei diesem Gerät. Ja? Der spielt damit rum, der fährt da super entspannt. Wir könnten wahrscheinlich noch den Luftdruck ablassen, da würden wir noch ein bisschen wahrscheinlich Mühe runterkommen. Also ich fahre jetzt tatsächlich mit dem Luftdruck, der hier gekommen ist. Ich würde jetzt mal sagen, es sind so 1,2 Bar drauf vom Auge her, was ich sehen würde. Die Bedingungen sind natürlich super optimal. Also wir haben feuchtes Wetter, wir haben noch Feuchtigkeit im Boden. Wir hatten heute Nacht 1 Millimeter oder so. Dann haben wir so ganz leicht Nieselregen mal immer zwischendurch. Sodass, wenn wir auch jetzt, sag ich mal, Saat mit Stroh in Verbindung bringen, haben wir trotzdem die Feuchtigkeit, dass es da vielleicht zum Keimen reicht, dass vielleicht kleine Wurzeln rauskommen und das da vorangeht. Super interessant wäre natürlich dieser staubtrockene, harte Boden, den wir die letzten Jahre hatten. Aber an sich macht das Ding schon mal ganz andere Arbeit als meine Tiger-Drill. Aber wäre auch verrückt, wenn nicht. Jetzt muss man aber auch sagen, wir haben ja da drüben den Vergleich mit der Querneland. Und sicherlich der Feldaufgang wird ganz interessant sein. Aber hier haben wir halt, der Vorteil von diesem System ist halt wirklich, dass jede Reihe für sich eine eigene Höhenführung hat. Und die Höhe selbst geführt wird. Wenn wir jetzt sowas wie die Querneland haben, dann haben wir ja mit diesem MD-Disc, haben wir da den Boden aufgeschnitten und können da direkt reindrillen. Aber was wir nicht so richtig krass machen können, ist halt die Saatablage von der Höhe und von der Tiefe regulieren. Ja? Also wir drücken da relativ tief rauf und sehen das so tief, wie wir sehen. Aber wenn jetzt der Boden mal ein bisschen härter wird, legen wir flacher ab. Wenn der Boden weicher wird, legen wir tiefer ab. Hiermit nicht. Ja? Also im schlimmsten Falle fehlt uns hier Schadruck, wenn der Boden härter wird, dass wir nicht tief genug schneiden können. Aber dafür ist ja auch im Prinzip dieses automatische Drucksystem da, dass wir dann, da wo der Boden härter wird, dass er halt im Prinzip doch da nachreguliert und mehr Druck drauf gibt. Also der sorgt im Prinzip dafür, dass wir eine sehr, sehr gleichbleibende Ablagetiefe haben. Das finde ich schon, es ist wirklich ein Vorteil. Also gerade, könnt ihr euch vorstellen, weil Direktsaatböden, die arbeiten schon anders. Auf den Sandböden, im normalen Bereich sind die schon unterschiedlich. Und ich muss sagen, ich bin doch sehr positiv angetan von der Avatar. Gerade die Möglichkeit mit den Applikationskarten, mit den verschiedenen Kulturen mischen, also entweder einzeln laufen lassen oder beimischen, also machen viele andere Hersteller auch, aber dann für jeden Tank noch eine eigene Applikationskarte hinterlegen zu können, das ist brutal. Und das öffnet, glaube ich, auch neue Wege und Möglichkeiten vom Ackerbau. Wenn ich halt auch wirklich, wenn wir jetzt zum Beispiel bei einer Gerste hingehen und wenn wir jetzt wirklich bei einer Gerste sagen, okay, wenn je sandiger der Boden wird, desto mehr nehmen wir eine Sorte rein, die Hektoliter stabil ist und die vielleicht ertragsstabil ist, aber nach oben halt limitiert. Und je mehr wir im Hochertragbereich reinkommen, desto mehr nehmen wir da eine ertragreichere Sorte rein, ja? Sodass wir vielleicht letztendlich im Hektoliterbereich ein stabiles Ergebnis haben und auch ertraglich gut zusammenkommen. Und genauso könnte ich mir das auch vorstellen, eventuell im Weizen mit dem Protein ein bisschen so zu spielen, mit Sorten, die sehr proteinstabil sind, mit Sorten, die so ein bisschen zum Verwässern neigen. Kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie in der Zukunft doch ein interessantes Verfahren und ein interessantes Thema gibt. Also das könnte man natürlich mehr und mehr ausprobieren und könnte man natürlich sich weiter durchorganisieren. Und auch, jetzt kommt ja beim Raps immer mehr der Trend, so dass man halt mit Begleitkulturen arbeitet, sodass man beim Raps sagt, wir gehen auf 30 cm oder auf 30 cm zum Beispiel die vorderste Reihe und hinten oder egal wie, nehme ich halt Buchweizen, Ackerbohne mit rein, ne? Um so ein bisschen gegen den Erdflurdruck gegenzuhelfen, ein bisschen vielleicht Stickstoff zu fixieren. Völlig neue Möglichkeiten mit diesen verschiedenen Tanks. So, ich nehme jetzt noch für euch einen Let's Drive auf hier aus dem Schlepper. Und dann fahre ich in der nächsten Folge ganz interessant. Also ich habe mir ein bisschen Grünland besorgt.
wo jetzt gerade ein Schnitt gemacht wurde, wo wir nachsehen können. Da stellt der Betrieb mir Saatgut zur Verfügung, ein bisschen die Fläche, sodass wir das Teil hier in der Grünland-Nachsaat probieren können. Und dann habe ich mir noch ein bisschen Fläche besorgt, wo wir nach der Gerste, Stroh ist auf der Fläche liegen geblieben, wo wir da Direktsaat machen können und können uns das dann einfach angucken. Und gerade das Spannende wird ja auch, wenn wir hinterher gucken fahren, wie sind die Feldaufgänge da, ne? Wenn wir das im Endeffekt nochmal nachgucken fahren. Ansonsten, ja, wir fahren jetzt hier unsere 9 km/h. Ich glaube aber 10 könnten wir auch ohne Probleme fahren. Irgendwann kommt natürlich durch die Scharstellung so ein ganz kleiner Till-Effekt. Also im Prinzip wird man ja doch irgendwann Erde anfangen zu bewegen, aber bei 10 km/h, glaube ich, passiert noch gar nichts. Der Kollege von Horsch meinte, dass wir ja, bis 12 km/h alles im Rahmen des Möglichen haben. Und daher, vielleicht fahre ich jetzt ein bisschen 10 und dann drille ich das hier erstmal leer und dann sehen wir uns nachher in der nächsten Folge auf ein anderes Stück. Danke!